Guten Morgen, Norwegen. But all the jokes are coming back on you. You said I could pop my small song. You said I could pop Johnny's song. With the guy on my chest, I sing this song to you. Wir sind jetzt weiter nach Norden nach Harstad gefahren und haben uns hier so ein Langlaufgebiet rausgesucht. Und das erste Mal, seitdem wir hier sind, ist hier wirklich voll. Sonst waren auch immer ein paar Leute da, aber hier ist es wirklich sehr gut belebt. Wahrscheinlich verläuft sich das dann aber auch, weil das Gebiet hier ziemlich groß zu sein scheint. Ja, Augen auf bei der Parkplatzwahl. Hier ist direkt. Aber es ist zum Glück nicht so tief, oder? Nee, es geht noch. Ja, es gibt jetzt hier so verschiedene Routen und einige sind eben nur zum Wandern und andere zum Langlaufskilaufen, aber das wird hier wohl auch so durcheinander genutzt. Wenn man jetzt so ein bisschen weiter weg ist vom Parkplatz, verläuft sich das echt ziemlich gut. Das ist ja jetzt wie im typischen Hollywood-Film, nur mit Norwegen-Flagge. Auf unserem Weg sind wir jetzt an so einem Kriegsdenkmal vorbeigekommen und vielleicht kommt man da auch rein, aber da unten steht ein bisschen viel Wasser drin und es riecht ziemlich doll nach Fisch. Wir sind nördlich von Narvik jetzt. Wir sind von der E6 sind wir abgefahren, so 4-5 Kilometer und haben hier uns so einen kleinen Platz rausgesucht. Da ist auch eine Langlaufstrecke direkt dran. Und ja, wir haben hier so einen perfekten Parkplatz gefunden. Also auch trotz Muskelkater können wir ohne Mühe jetzt einsteigen. Den schönen Tritt konnten wir dann heute Nacht auch gleich nochmal benutzen, denn um 12:30, als wir schon im Bett lagen und Jack Slaughter gehört haben, klopft es dann plötzlich am Bus und 2 Polizisten stehen davor. Alles ist hell erleuchtet von den hellen Scheinwerfern und Christopher ist dann als erstes rausgegangen. Ja genau, also ich war ein bisschen schneller im Anziehen wahrscheinlich. Ja, ich habe erst das Fenster halt aufgemacht, habe geguckt, okay, ja, Polizei haben die halt gesagt und sowas und ich sage, ja, ich komme raus und er meinte, ja, lassen Sie sich ruhig Zeit, alles gut. Und da habe ich mich halt angezogen, bin mit den Pässen raus und dann hat er sich erstmal ganz nett entschuldigt, so ja, tut mir ja leid, dass wir so spät noch stören, aber das hat man halt so von außen nicht als Camper erkannt. Und da haben halt wohl Anwohner halt angerufen, weil hier schon öfters Schneemobile geklaut wurden und die haben halt gesagt, da steht ein LKW und dem wollten sie halt einfach nachgehen. Und ja, auch dann war das ja alles eigentlich geklärt und dann war das Gespräch halt ganz locker. Er hat halt gefragt, wo wir so hinwollen, was so ist und was wir hier machen und hat uns dann halt auch nochmal erzählt, dass gerade, wenn wir hier auf die Berge gehen wollen, weil hier sind richtig schöne Berge, so wie hier in der Umgebung, sollen wir jetzt aufpassen, weil wirklich große Lawinengefahr ist, weil es gerade ziemlich warm ist.
Und dann hatte ich ihm halt gesagt, dass wir jetzt morgen Langlauf machen wollen. Und da hat er uns noch ein paar Gebiete empfohlen, in welche Richtung wir fahren können. Hat sogar noch so eine Skihütte empfohlen, das war ganz witzig. Meinte, ja, da ist so eine richtig coole Skihütte. Und dann fiel ihm irgendwann ein, ach ja, ist ja gerade geschlossen. Das war sehr amüsant. Und ja, irgendwie kamen wir dann auch auf seine Polizeiausbildung, weil er halt auch mal in Hamburg war. Ja, genau, als ihr dann über den Kiez geredet habt, da wusste ich, dass ich nicht mehr rauskommen muss, dann war alles in Ordnung. Ja, genau. Ja, hat er halt, und dann haben wir es halt so, also weil auf dem Kiez ist ja doch ein bisschen mehr zu tun als hier im Norden und sowas. Und super entspannte Menschen, also war richtig cool, ganz nett. Mhm. Ja. Wir haben etwas den Pfad verloren. Bisschen. Das Worst-Case-Szenario ist jetzt eingetreten, die Heizung springt nicht mehr an. Ja, und das ist natürlich in der Polregion etwas ungünstig, wenn man eine nicht funktionierende Heizung hat. Also sie springt mittlerweile wieder an. Also wir haben vor einer Weile hier so eine tolle Super Silence leise Pumpe für die Planar 44D gekauft. Hat auch gut funktioniert, war auch wirklich leise. Es kam uns die letzten Wochen halt schon immer so vor, als wenn die halt ein Tick lauter geworden ist, die Pumpe. Aber wir hatten halt gedacht, dass das irgendwie so eine subjektive Wahrnehmung ist. Und man weiß das ja auch immer nicht, dieses Klickern. Oder ob das vielleicht auch mit der Viskosität des Diesels zusammenhängt, weil das hier halt kälter ist, dass sie ein bisschen mehr pumpen muss. Na, die lief jetzt über 2 Monate ungefähr so im Dauerbetrieb. Wir hatten die nur mal so, wenn so richtig strahlender Sonnenschein ist, mal ausgehabt und sowas. Wir hatten die auch regelmäßig mal immer öfters auf volle Power laufen. Ja, und heute war halt auch wieder Sonnenschein und wir hatten sie mal wieder aus und wollten sie dann starten. Und dann war auf dem Display immer der Fehlercode 13. Ja genau, der Fehlercode 13 war da zu sehen. Und das heißt halt, bekommt kein Diesel. Man hat mir das Klackern gehört, klack, klack, klack. Aber im Normalfall, wenn die Heizung dann startet, braucht er einmal relativ viel Diesel und dann hört man immer so klack, 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 klack. Und dazu ist es halt gar nicht gekommen. Dann haben wir halt geguckt, was das sein kann. Mit der Taschenlampe, die Dieselschläuche sind zum Glück transparent, so reingeleuchtet und geguckt, ob vielleicht Luftbläschen drin sind. Weil kann natürlich sein, dass es eine undichte Stelle ist, dass deswegen kein Diesel kommt. Aber das war halt alles in Ordnung. Und ja, haben eigentlich keinen Fehler gefunden. Und wir hatten zum Glück noch eine Ersatzpumpe mit, also die originale Pumpe, die hatten wir mitgenommen. Haben das Ganze umgebaut und ja, beim ersten Startversuch lief die Heizung wieder. Also wir werden jetzt, wenn es demnächst nochmal wärmer ist, werden wir es nochmal verifizieren, ob das wirklich die Pumpe ist, werden die nochmal einbauen und gucken, ob es dann wirklich nicht mehr geht. Weil, ja, vielleicht war es auch nur ein dummer Zufall, aber ich schätze mal, die wird wirklich kaputt sein. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt trauen wir uns das natürlich nicht, weil wir sind froh, dass wir wieder eine funktionierende Heizung haben. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp beim Senja-Troll eingelegt. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass der Senja-Troll 18 Meter hoch war und leider letztes Jahr komplett abgebrannt ist. Wir sind hier etwa 400 Kilometer nördlich vom Polarkreis auf der zweitgrößten Insel Norwegens auf Senja.
Hinter mir ist der Estfjord und wir sind hier an einem tollen Strand und zwischen tollen Bergen auf einem schönen Platz gelandet. Die Berge sind hier etwas höher als auf den Lofoten, bis zu 1000 Meter hoch. Aber das Wandern ist gerade ein bisschen schwierig, weil noch viel zu viel Schnee liegt und jetzt gerade Tauwetter anfängt. Und deshalb ist das mit dem Wandern jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Wir wollen jetzt noch ein bisschen weiter nach Osten und vielleicht die Fähre nehmen nach Kvalöja. Das ist dann im Nordosten von Senja. Die Fähre von Senja nach Kvalöja, die fährt leider jetzt noch nicht, erst ab 1. Mai wieder. Also entscheiden wir uns auch hier für den Landweg.